Christopher Hogg, ein 47-jähriger Physiklehrer aus London, radelte gemütlich durch die ländliche Gegend, als er auf ein seltsames Objekt in einem Feld stieß. Es war ein perfekter Kreis, beinahe hypnotisch in seiner Symmetrie, und es wirkte unwirklich, fast wie ein UFO, das mitten in der englischen Weide gelandet war. Christopher hielt an, sein Herz klopfte schneller. Er hatte schon viele seltsame Dinge in seinem Leben gesehen, aber dieses Objekt war einzigartig. Vorsichtig näherte er sich dem Kreis, sein Blick auf den perfekten, kreisrunden Umriss gerichtet. Dann hörte er ein tiefes, leises Blöken, und in diesem Moment löste sich die Illusion. Der Kreis war nicht aus Metall und Licht, sondern aus unzähligen Schafen, die in einer dichten Formation stillstanden, ihre Köpfe gesenkt, ihre Augen starr nach vorne gerichtet. Christopher atmete tief durch. Er konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen. »Nur Schafe«, flüsterte er. Natürlich nur Schafe. Doch etwas stimmte nicht. Die Schafe bewegten sich langsam, unheimlich langsam, in einer Kreisbewegung, ohne ein Geräusch zu machen. Sie schienen hypnotisiert, in einem tranceartigen Zustand. Christopher war fasziniert. Als Physiker war er immer auf der Suche nach Erklärungen, nach rationalen Lösungen. Aber dieses Phänomen entzog sich seiner Logik. Was war es, das diese Schafe in diese seltsame Trance versetzte? Er beobachtete sie eine Weile. Die Schafe bewegten sich langsam in ihrem Kreis, wie hypnotisiert. Er zückte sein Handy und filmte das bizarre Schauspiel. Plötzlich bewegte sich ein Schaf aus der Formation. Es stürzte nach vorne, stotterte, dann rannte es wie von der Tarantel gestochen davon, die anderen Schafe folgten ihm panisch. Die Formation zerfiel. Christopher war verwirrt. Was war das gewesen? Er hatte in seinem Leben noch nie etwas Ähnliches gesehen. Er hatte viel über Tierverhalten gelesen, über Herdeninstinkte und den Einfluss von Magnetfeldern. Aber das war anders. Das war etwas Außergewöhnliches, etwas Unerklärliches. Er war entschlossen, eine Erklärung zu finden. Er kontaktierte Tierärzte, Verhaltensforscher und sogar UFO-Experten. Niemand konnte ihm sagen, was er gesehen hatte. Christopher blieb seinem Geheimnis auf der Spur. Er recherchierte, er beobachtete, er analysierte, immer wieder in der Hoffnung, eine Antwort zu finden. Monate vergingen, und Christopher war kurz davor, die Hoffnung aufzugeben. Dann, eines Nachmittags, beim Stöbern in einem alten Buch über englische Folklore, stieß er auf ein verwandtes Phänomen, das Dancing Plague. In der Vergangenheit, so stand in dem Buch, hatten Menschen plötzlich in tranceartigen Zuständen getanzt, ohne Kontrolle über ihre Bewegungen. Es war eine bizarre Geschichte, die er bisher für Aberglauben gehalten hatte. Aber jetzt, angesichts seiner eigenen Erfahrung, begann er, den Zusammenhang zu begreifen. Könnte es sein, dass die Schafe unter dem Einfluss einer unbekannten, unsichtbaren Kraft tanzten? Eine Kraft, die auch die Menschen in der Vergangenheit beeinflusst hatte? Es war eine beunruhigende Möglichkeit, und Christopher spürte, wie ihm ein Schauer über den Rücken lief. Aber es war auch die einzige Erklärung, die er finden konnte.